Und so bekämpften sich die beiden Vampire für Jahrzehnte, während der Heilige Kreuzzug geschaffen wurde, um die Auslöschung der Menschheit durch Vampire zu verhindern. Wohin genau die Macht der Steintafel lag, oder worin genau die Macht der Steintafel lag, wussten nur die Elras-Magier. Aska erhoffte sich mit der Macht des Reliktes die Herrschaft über die Welt. Elaine wollte die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Doch ohne Valna konnte es für sie keinen Frieden geben. Und für Valnas Wiederbelebung brauchte Elaine das Zauberbuch der Elras-Magier. Aber wo sollte sie so einen kleinen Gegenstand in einer so großen Welt finden? Wo nur konnte das Buch von Jaina versteckt worden sein? Eine nahezu unmögliche Aufgabe, es zu finden. Nach Jahrzehnten der verzweifelten Suche entdeckten Elaines Späher endlich einen Ort, an dem die Natur durch dunkle Magie verändert worden war. Etwas, von dem Elaine erwartete, dass das Buch irgendwann genau diesen Einfluss auf sein Versteck haben würde. Und so reiste sie sofort dorthin, in dem Wissen, dass dies die wahrscheinlich letzte Gelegenheit sein könnte, das Buch doch noch zu finden, bevor Askas Vampire ihre restliche Armee vollständig auslöschen würden. Und so war Elaine nach Jahrzehnten der Suche und des Krieges gegen Asgard, dem Zauberbuch der Elras, endlich ein Stück näher gekommen. Hier irgendwo muss das Buch versteckt sein. Meine Vampirkundschafter berichteten, dass es in diesem Wald durch Schattenmagie verzauberte Tiere gibt. Das deutet auf eine starke dunkle Magiequelle hin. Es muss einfach das Buch sein. Falls nicht, wird Asgar meine Vampirkrieger in Kürze mit seiner Armee überrennen. Dazu darf es nicht kommen. Diese verdammte Suche muss endlich ein Ende finden. Oh, Valna, ich brauche dich in dieser düsteren Stunde mehr als jemals zuvor. Okay, wir bewegen uns. Enter. Okay. Okay. Wir dürfen jetzt endlich spielen. Kann man das aufnehmen? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir auch mit Leertaste wieder agieren können. Ich sehe keine Vögel oder Fische. Kleine Tiere meiden meistens Orte mit dunkler Magie. Das ist ein gutes Zeichen. Moment. Was ist das? Oh. Oh oh. Oh oh. Ein Schattenwesen? In diesem Wald? Das sollte ich leicht vernichten können. Okay. Wir greifen an. Oh, es macht aber doch mehr Schaden, als ich dachte. Wir machen Flamme. Da haben wir aber trotzdem ganz schön viel abbekommen. Okay. Irgendwie. Schattenwesen? Hier geht wirklich etwas Merkwürdiges vor. Elaine ist ein Vampir, daher heilen sämtliche Wunden. Okay, nach dem Kampf. Okay, alles klar. Oh nein, nein, nein. Ich will nicht noch ein Schattenwesen. Dort vorne scheint eine Höhle zu sein. Da gehen wir rein, bevor uns das Schattenwesen... Ich sollte mich hier etwas umsehen. Vielleicht ist das Buch hier versteckt. Okay. Hier, wir sind nicht alleine. Wir sollen, noch eine Mumie. Fähigkeiten. Frage ist, wo es hier unten ist oder oben. Okay. Okay. Da sind auf jeden Fall noch... Wie kommt ein Fass in diese Höhle? Hier liegt etwas drin. Sehr seltsam. Blutelixier. Exier. Kann schon nicht mehr reden. Das Spiel speichert an vielen Stellen automatisch. Okay. Okay. Was ist das hier? Guck mal gerade, dass ich ein bisschen das umschipper. Diese Kiste ist komplett leer. Der Eimer stinkt erbärmlich. Eine Rune? Die dürfte noch sehr nützlich werden. Eine Feuerrune. Ah, okay. Wir können das ausrüsten.
Hm. Okay, die werden wir auf jeden Fall ausrüsten. Bett. Liegt ein Ring. Okay, den werden wir auch direkt ausrüsten. Die Kiste ist wieder komplett leer. Wer hat hier gelebt? Okay, wir machen erstmal... Oh. Der Bär sieht gefährlich aus. Okay, wir sollten in Abwehrhaltung gehen. Wie kann man das? Hm. Wir machen mal Blitzstärke. Blitzschaden hier. Oh, ist er stark. Okay. Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. Leider nicht. Oh, Kacke. Oh, oh. Der macht schon derbe Schaden. Wir werden uns einmal heilen. Und einmal angreifen. Boah, macht der einen Schaden. So. Dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, dass der tot ist. Ich glaube, der kriegt die ganze Zeit auch Verbrennungsschaden. Ja. Okay. Perfekt. Okay. Ich sollte jetzt alles absuchen. Vielleicht ist das Zauberbuch hier versteckt. Okay. Okay. Die Kiste ist leer. Was ist hier? In dem Sack liegen nur alte, dreckige Lumpen und ein bisschen Geld. Ein alter Heiltrank. Einige Filar. Okay, wir haben alles abgesucht. Wer auch immer hier gelebt hat, er hatte nicht das Buch der Elras. Ich sollte draußen weitersuchen. Okay. Gehen wir mal hier irgendwo lang. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es sind überall Schatten. Kreaturen. Aber eigentlich nicht so Lust auf Kämpfe, weil die ja am Anfang eher zeitfressend sind. Okay. Hier muss das Buch irgendwo sein. Walna, ich werde dich aus der Ebene des Blutes befreien. Hier ist etwas. Ich spüre es. Hier unten? Oh. Oh, oh. Ist das... Was zum... Ist das möglich? Es ist Jaina. Oh nein. Jaina? Ich habe es geschafft. Du hast meine Zeichen verstanden und mich gefunden. Jaina, wie kann das sein? Endlich bist du bei mir. Bist du es wirklich? Nach all den Jahrzehnten? Bitte, Elaine, du musst mich befreien. Ich kann nicht mehr lange in dieser Welt erscheinen. Die Ebene des Blutes ist so unerbittlich. Diese Schmerzen sind unerträglich. Meine Energie schwindet. Weiners Blutgeist ist noch viel schwächer. Seine Schmerzen rauben ihm die letzten Kräfte. Er schafft es nicht mehr, in dieser Welt zu erscheinen. Oh nein, mein geliebter Walna. Ich muss einen Weg finden, ihn aus der Ebene des Blutes zu holen. Du musst mir helfen, damit ich Walna retten kann. Jahrzehntelang habe ich mich an so vielen Orten materialisiert, um dich zu finden. Du bist meine letzte Hoffnung auf Rettung. Es ist so unfassbar lange her. Unser letztes Treffen in der Höhle der Elras. Ein Schattengeist hatte von mir Besitz ergriffen. Du musstest meinen Körper vernichten, sonst wäre alles vorbei gewesen. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle mehr. Ich bin hier, weil ich das verfluchte Buch der Elras suche. Du hattest es versteckt. Wo ist es? Der heilige Kreuzzug hat es inzwischen. Es ist in einer alten Kirche gelagert. Du musst es holen und mich aus der Ebene des Blutes befreien.
bevor diese Schmerzen mich in den Wahnsinn treiben. Der heilige Kreuzzug? In welcher Kirche? Südwestlich von Ediril. Ediril? Dort steht die Kirche auf einer weiten Wiese. Woher weißt du das? Als Blutgeist kann ich immer nur kurz auf dieser Welt erscheinen. Doch einmal habe ich die Krieger des Heiligen Kreuzzuges gesehen, wie sie das Buch in Sicherheit gebracht haben. Das Buch werde ich holen und euch beide damit aus der Ebene des Blutes befreien. Wo ist Askar? Warum ist er nicht bei dir? Das ist eine lange Geschichte. Ich werde dir alles erzählen, nachdem ich Valna und dich befreit habe. Dann bitte beeil dich. Ich muss in Kürze wieder zurück in die Ebene des Blutes. Bitte finde das Buch und rette uns. Halte durch. Ich werde mir einige Vampirkrieger beschaffen und die Kirche erobern. Mit dem Buch komme ich wieder her. Bitte beeil dich. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Und wenn mich der Wahnsinn vor Schmerz übermannt, bin nicht nur ich verloren. Dann gibt es auch keine Hoffnung mehr für Valna. Ich bin bald zurück. You can do it! Oh, Elaine, ich hoffe, du schaffst es. Bitte finde das Buch. Es ist sehr, sehr viel Prolog gerade. Ich würde gerne mehr spielen gerade. Aber das kommt bestimmt auch noch. Was bedeutet das? Was war das für ein Geist? Wenn ein Mensch stirbt, wandert seine Seele in den Himmel. Wenn ein Vampir stirbt, wandert sein Blutgeist in die Ebene des Blutes und er leidet dort unendliche Qualen. Früher nannten die Vampire diese sonderbare Existenzebene auch Ebene der Blutgeister. Doch das ist lange her. Ein Blutgeist ist die Seele eines Vampirs? So ist es. Der Blutgeist aus meiner Geschichte gehört zu Jaina Eris. Einst war sie das vampirische Kind von Valna und Elaine, obgleich Jaina als Mensch noch andere Eltern hatte. Und wieso war ihr Blutgeist nicht in der Ebene des Blutes gefangen? Nur die stärksten Vampire besitzen die Kraft, sich als Blutgeist temporär in unserer Welt zu materialisieren. Der Ort der Materialisierung ist allerdings nur schwer vorhersehbar oder kalkulierbar. Opa, wird hier auch ein Blutgeist erscheinen? Ich weiß es nicht, Aaron. Das klingt alles sehr seltsam. Nur Geduld. Ihr werdet es noch nach und nach verstehen. Wichtig ist vorerst, dass sich Elaine nach dem Gespräch mit Jainas Blutgeist auf den Weg in ihr Versteck machte. Man kann Enter drücken. Okay. Oh, wo sind wir denn da? Ediril. Hier sieht es zum Glück noch ruhig aus. Dieser verdammte Krieg gegen Askar kostet mich alles. Ediril ist die letzte mir verbliebene Stadt. Doch wenn ich erst einmal Valna gerettet habe, wird sich das Blatt wenden. Dazu muss ich aber schnell in mein Versteck und mit Malena reden. Ah, okay. Oh, dort an der Felswand. Hier ist der Geheimgang. Das heißt, wir sind sogar relativ in der Nähe von dem Buch die ganze Zeit gewesen. Ich sollte den zweiten Geheimgang direkt an dieser Wand verwenden. Und weiter geht's. 2 Geheimgänge in einem, das ist eigentlich schlau. Solltest du irgendwann nicht weiterkommen, benutze das Questlog. Okay, unter L. Unser Versteck. Neben versteckten Gegenständen gibt es auch viele Geheimgänge im Spiel. Zum Beispiel zwischen den Fässern hier an der rechten Mauer. Später kannst du auch Fähigkeiten erlernen, um diese einfacher zu entdecken. Ah, eine Heilflasche. Okay. Heilflasche. Wir nehmen mal alles mit, was geht. Oh, wer ist das? Malena. Ah, okay. Elaine, ihr seid zurück. Malena, ich brauche dringend einige Vampire, um einen Stützpunkt des Heiligen Kreuzzuges anzugreifen.
Das könnte ein Problem werden, Herrin. Wir haben kaum noch Vampire unter unserer Kontrolle. Die meisten sind inzwischen desertiert, weil ihnen der Kampf gegen Aska aussichtslos erscheint. Nahezu alle restlichen Vampire habe ich hier in Idyril positioniert, um euer Versteck zu schützen. Es sind noch mehr desertiert? Können wir den Sold erhöhen? Unsere Vampire fürchten sich vor der Vernichtung. Wir können den Sold erhöhen, um vielleicht noch ein paar Vampire zu halten, aber ich denke, es wird nicht mehr viel nützen. Dann endet es bald. Ich wünsche, Valna wäre jetzt bei mir. Immerhin verfügen wir noch über einen Trupp menschlicher Söldner. Deren Loyalität können wir durch Philar und die Hoffnung darauf, ihnen eines Tages vampirische Kräfte zu verleihen, sichern. Zu viele Vampire würden das Ende der Menschheit bedeuten, doch zu wenige reichen nicht, um die Bruchstücke zu schützen. Die Bruchstücke sollten sicher versteckt sein. Selbst wenn Aska uns vernichtet, wird er niemals alle Bruchstücke in die Hände bekommen. Das hoffe ich. Und noch muss ich nun weitere Vampire erschaffen, um mit ihnen die Kirche zu stürmen, in der ich das Buch der Elras vermute. Das Buch? Ihr wisst, wo es ist? Das wird sich zeigen. Lasst die restlichen Vampire weiterhin meinen Stützpunkt verteidigen. Ich fliege ins Dorf Teranes und erschaffe weitere. Dorf Teranes? Warum dort? Es liegt in der Nähe und doch abgeschieden genug, um den heiligen Kreuzzug nicht auf mich aufmerksam zu machen. Die menschlichen Söldner in der Stadt müssen weiter Wache stehen. Von denen kann ich niemanden mitnehmen. Wie wollt ihr die Loyalität der neuen Vampire sicherstellen? Soll ich Philar als Sold verwenden? Nein, ich werde sie magisch beherrschen. Mir bleibt keine andere Wahl. Magisch beherrschen? Sagtet ihr nicht, das wäre nicht eure Art des Führens? Beherrschte Vampire lassen sich nicht wiederbeleben. Da sind loyale Vampire bessere Krieger. Doch mir fehlt die Zeit, um die neuen Vampire für meine Sache zu gewinnen. Seid ihr euch sicher? Aska ist inzwischen der Meister des Beherrschens. Doch auch seine Magie hält nicht für immer. Ich hoffe, euch fallen eure beherrschten Vampire nicht in den Rücken. Wenn ich erst einmal das Buch habe, spielt das keine Rolle mehr. Damit kann ich nicht nur Valna zurück aus der Ebene des Blutes holen, sondern auch diesen verdammten Aska vernichten. Ich hoffe es. Danke für deine Unterstützung. Versuche dieses Versteck möglichst gut zu beschützen und verwende das verbliebene Silber, um die Vampire loyal zu halten. Wie ihr wünscht. Okay, hier sind noch ein paar Items. So viel. Okay. Und noch was, Herren. Ja. Wir haben noch eine kleine Einheit. Speer, die weiterhin versucht, die Bruchstücke von Aska ausfindig zu machen. Ich gebe euch Bescheid, falls es hier noch etwas Neues gibt. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, aber vielleicht haben wir endlich mal ein wenig Glück. Dann halte mich bitte hierzu auf dem Laufenden. Natürlich. Noch ein bisschen hier die Schränke ab. Weil es ja auch wichtig. Okay. So, ich muss hier nicht lang. Müssen wahrscheinlich wieder ganz normal raus. Tun wir das mal. Idyril war die letzte Stadt unter Elaines Kontrolle. Aska stand kurz davor, den endgültigen Sieg gegen Elaine zu erringen. Und war das Buch der Elras also Elaines letzte Hoffnung? Richtig, doch um es zu bekommen, musste Elaine neue Vampire erschaffen. Nur mit ihnen konnte sie sich sicher sein, die Kirche des Heiligen Kreuzzuges schnell und effizient zu erobern. Und was mit den Speeren, die Malena erwähnte? Nun, die Truppenbewegungen von Askas Vampiren machen mir Sorgen. Sie rücken näher, doch das bietet auch die Gelegenheit, einen heimlichen Angriff auf sein Schloss durchzuführen. Ein heimlicher Angriff? Statt einen Angriff zu wagen, sollten wir uns lieber in sein Schloss schleichen. Wir wissen aber nicht, wo er die Bruchstücke versteckt hat. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Unsere Truppen sind größtenteils vernichtet. Daher müssen wir jetzt zuschlagen. Askas Vampire sind weit von seinem Schloss entfernt. Das sehe ich auch so.
Wenn wir weiter Zeit verschwenden, wird Askar mit Sicherheit das Versteck unserer Herren aufspüren. Vielleicht wartet aber Askar auch nur darauf, dass ein kleiner Trupp versucht, sein Schloss zu infiltrieren. Wenn wir scheitern, ist es vorbei. Willst du aufgeben, so wie alle anderen? Kannst du es ihnen verübeln? Askars Sieg steht unmittelbar bevor. Welchen Sinn hat es, bis zum Tod zu kämpfen? Weil Askar die Welt versklaven wird, wenn wir versagen oder aufgeben. Wir brauchen unbedingt die Bruchstücke, sonst werden wir alle in der Ebene des Blutes landen. Ich konnte Askar nicht aufspüren. Er scheint untergetaucht zu sein. Verdammt. Und was machen seine Vampire? Sie ziehen nach Norden, aber es ist nicht klar, ob sie wissen, wo wir sind. Wir sollten hier sicher sein. Diese Höhle ist weit genug von allen entfernt. Dann lasst uns alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Wir werden Askar vernichten. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hier im Dorf Tyrannus gibt es noch einige Menschen. Ich werde sie zu Vampiren machen, um mit ihnen das Buch der Elras dem heiligen Kreuzzug zu entreißen. Valna, halte aus. Ich kann dich in Kürze aus der Ebene des Blutes befreien. Gemeinsam werden wir Askar vernichten. Wir werden einmal speichern. Und dann werde ich tatsächlich hier erstmal die Aufnahme stoppen. Wir werden dann in den nächsten Folgen gucken, was uns alles erwartet. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich so unnormal, dieses Spiel spielen zu können. Ja, ich hoffe, ihr seid dann natürlich auch bei den nächsten Folgen wieder dabei und seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!